Du hast eventuell schon mal gehört, dass gute Erklärvideos die Conversion zwischen einem halben und 50.000% erhöhen können. Eventuell hast du schon mal überlegt, selbst für dein Unternehmen ein Erklärvideo zu drehen. Es ist einfach, oder? Licht an, Kamera an und einfach mal dein Produkt oder deine Dienstleistung erklären. Ist es wirklich so einfach? Ein gutes Erklärvideo macht aus meiner Sicht vor allem aus, dass es authentisch, nahbar und echt ist. Ich glaube, das ist so 2021 nicht der große Trend, sondern etwas, was sich die Leute ersehnen, weil viele Plattformen sind heutzutage man wird so bombardiert auf verschiedenen Plattformen und unsere Augen sind die ganze Zeit auf Bildschirmen und deshalb ist es wichtig, authentisch und nahbar zu sein und auch wichtig, einen gewissen Ablauf zu haben. Also weil wir eigentlich heutzutage immer mit unseren Augen irgendwo auf Screen sind, sei das irgendwo an einer Bahnhofsstraße oder irgendwo in einer Shopping Mall. Überall sehen wir heutzutage Screens und natürlich auf den Smartphones in unseren Händen. Und dort ist es einfach sicher wichtig, dass man etwas beachtet, nämlich was wir in uns fast schon integriert haben oder vor allem, die jüngere Generation, die mit Smartphones aufgewachsen sind, dass man wie so einen Bullshit-Detektor hat. Also, dass man eigentlich, sobald ein Video aussieht wie eine Werbung, dass wir eigentlich wegklicken. Und ich habe mal für mich so herausgeschrieben, eine gute Werbung, die sieht nicht aus wie Werbung oder die fühlt sich nicht wie Werbung an. Und dazu ist es wichtig, dass man einfach mit einer Werbung in dem Sinne oder wenn man für sein Unternehmen etwas erklären will, dass man es auf eine informative und unterhaltenden und informativen Weg macht und so eigentlich auch die Zuschauer begeistert und vielleicht auch dazu bringt, ein Video zu teilen, in meinen Augen. Und ich sage mal, was auch wichtig ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt meine Dienstleistung oder mein Unternehmen und ich würde gerne ein Erklärvideo machen, das spezifisch auf meine Zielgruppe angepasst ist, dass man eigentlich die 4 Schritte durchgeht von Aufmerksamkeit, also dass man in den ersten 4 bis 10 Sekunden eigentlich mit einer Hookline die Aufmerksamkeit der Zuschauer hat, wie jetzt das Matthias hier perfekt vorgemacht hat in diesem Podcast. Und dann im zweiten, dass man wirklich in die Tiefe vom Problem eintaucht. Und hier gilt eigentlich die Regel, umso detaillierter man das Problem vom Zuschauer erklären kann, umso besser man eigentlich sein eigenes Problem schildern kann, umso mehr Vertrauen bekommt man. Und dann im dritten Schritt die Lösung, was meistens dann das Unternehmen, die Dienstleistung, das Produkt ist. Und im vierten Schritt den Call to Action. Also geh jetzt auf die Webseite und buch dir ein kostenloses Strategiegespräch oder das Produkt oder whatever.